Da geht's einmal los. Kurz einmal Trikots, die ich jetzt schon ein bisschen getauscht habe. David, warum eigentlich 22 und nicht mehr 42? Zum Beispiel habe ich 3493 Minuten gespielt letztes Jahr. Hola! Buenos dias. Wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in unserer Reise in Spanien. Und da fangen wir heute mal an. Ich würde sagen, mit dem Wohnzimmer. Perfekt. Kommt's mit? Da geht's einmal los. Kurz einmal Trikots, die ich jetzt schon ein bisschen getauscht habe. Der ist noch vom letzten Jahr, vom Copa del Rey Spiel. Richtig cooles Trikot, richtig cooler Spieler. Da werden hoffentlich noch mehrere folgen. Schauen wir mal, was da noch alles dazukommt. Ja, ich würde sagen, unser Lieblingsplatz ist eigentlich da sitzen wir immer täglich beim Frühstücken oder Kaffee trinken, weil die Aussicht, die ist eigentlich ein Wahnsinn, also die ist unbezahlbar. Wir denken jetzt mal wieder, wir sitzen, ja, also wir schauen im Fernseher oder es ist ein Postkarten, weil es einfach unglaublich schön ist. Da haben wir unseren Kalender für Besuche. Ich glaube zum Beispiel nächste Woche oder halt dann erst 16. Oktober kommt Mama und Papa, also meine Mama und mein Papa, steht da drin. Und die Spiele sind eingetragen und die Geburtstage von unseren wichtigsten Personen stehen drin. Und es war halt wichtig, dass wir eintragen, weil wir hätten selber nicht gemeint, dass wir so viel Besuch kriegen, aber es war wirklich jetzt immer jedes Wochenende oder zumindest jedes zweite Wochenende immer wer da und irgendwann kriegst du ein bisschen Terminkollisionen. Genau. Gar nicht so einfach. Vor allem jetzt sind wir im Schönen, da will jeder kommen. Ja, überhaupt wenn es jetzt daheim Winter wird. Ja, sonst. David sein Tourplan, den haben wir damals aufgezeichnet, auch einen von der zweiten Liga, weil da waren die Fahrten ein bisschen wilder. Jetzt ist eher so alles ein bisschen im Zentrum geballt und eben außen. Fertig, Geografiestunde ist fertig. Ja, schaut ganz gut aus. Ich glaube, mit der Geografie haben wir es nicht ganz geschafft, aber ich glaube, es passt. Aber fast. Für uns reicht's. Haben wir ein bisschen aufgeschrieben und schreiben immer mit schon Endstände und so. Genau, Ergebnisse und wann man gegen wen spielt. Ich glaube, ganz wichtig, speziell auch für Besucher, wann welches Spiel ist. Ja, sonst haben wir noch Wasser. Das ist einer der wichtigsten Sachen, der Wasserautomat. Dann da kleine Geschenke, was wir von der La Liga gekriegt haben, das noch von der zweiten Liga. Mit den ganzen Stats oben, was man letztes Jahr alles gehabt hat. Zum Beispiel habe ich 3493 Minuten gespielt letztes Jahr. Und da stehen so spezielle Eckdaten dann drauf, Pässe, 2700 Pässe. Und ja, sowas ist ganz cool als Erinnerung, wie die zweite Liga dann so war. Wir haben uns auch angefangen, dass wir immer Trikots mitnehmen von David seine Stationen eigentlich, also von Sturm damals noch, wo wir echt eine coole Zeit gehabt haben. Und natürlich jetzt das aktuelle Trikot. David, warum eigentlich 22 und nicht mehr 42? Ja, weil ganz einfach in Spanien darfst du nur bis Nummer 25 haben. Ich wollte wieder 42 nehmen, weil das dürfen nur Jugendspieler oder Akademiespieler, sind dann über 25. Und da habe ich mich dann für die 22 entschieden, dass zumindest eine Anzahl gleich bleibt. Aber das mit der Nummer läuft es auch ganz gut. Das ist jetzt zum Beispiel das Trikot, mit dem ich mein erstes Spiel in der La Liga gespielt habe. Und das ist, glaube ich, einer der ersten Spiele in der Europa League mit Sturm. Das sind einfach zwei besondere Trikots für mich und deswegen sind die auch im Rahmen eingerahmt und nicht wie die anderen Trikots, halt, die was einfach nur da hängen. Die sind dann was Spezielles. Einen Luca habe ich auch nicht. Da kannst du dann ein paar tauschen. Ja, in der Kabine liegen alle. Da, Elche, wenn wir mal. German Valera. German. Robigas, der Kapitän. Wie ist das so, wenn man sich selber sieht? Ja, schon was Cooles. Ich meine, früher habe ich das auch immer gesammelt, bei Weltmeisterschaften oder so. Und ja, das ist jetzt zwar noch kein Nationalteam, aber das ist jetzt clubmäßig, aber das ist ganz cool. Ganz genau. Ja, El Capitán.
Aber das habt ihr jetzt von der Liga gekriegt, oder wie? Ja, ein normales Wohnzimmer, wo wir halt unsere meiste Zeit verbringen, hätte ich jetzt gesagt. Entweder auf der Couch, in der Küche, auf dem Esstisch, eigentlich nur, wenn Besuch da ist. Und ja, ich glaube, das ist so unser Wohnzimmer, was jetzt nicht sehr aufregend ist. Mit den Trikots vielleicht ein bisschen speziell, mit den ganzen Fußballsachen, was man mit hat. Und ja, so verbringen wir unsere freie Zeit im Wohnzimmer.